Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Das ist die Mama, die Bunchi, und sie hat eben letzten April das Jungtier bekommen, die Milla Milla. Und das war ein typisches Koala-Entwicklungsverhalten, also so die ersten Monate war sie im Beutel und dann ziemlich genau im Alter von 5 Monaten hat sie mal herausgeschaut und dann in den nächsten Wochen auch schon leichte Unternehmungen getätigt, dann spazieren gegangen, zuerst immer so am Kopf und am Rücken von der Mama und dann immer selbstständiger. Ja, und dann haben wir, wie sie dann halt schon sehr viel heraus war, haben wir dann da so einen Kunstrasen aufgelegt, dass wenn sie runterfällt, dass sie ein bisschen gedämpfter aufkommt. Das war aber eh nie der Fall. Und dann ja im Alter von 7 Monaten ungefähr hat sie auch gar nicht mehr in den Beutel reingepasst. Und dann ist sie immer selbstständiger geworden. Aber sie trinkt immer noch ein bisschen bei der Mutter, also auch jetzt, wo sie schon fast 1,5 Jahre alt ist, schaut sie immer noch nach, ob nicht die Zitzen doch noch Milch geben. Und offenbar kommt noch was, weil sie probiert es auch immer wieder. Aber sie frisst natürlich fast ausschließlich jetzt Eukalyptus und ist schon genauso wählerisch wie die Mama. Also der Eukalyptus wird jetzt erst geprüft mit der Nase und dann, wenn die Mama frisst, dann ist das doch immer ein gutes Zeichen, dass das die beste Art ist, die man dann auch aussuchen kann. Ja, vom Charakter her sind sie sich schon sehr ähnlich, beide sind ein bisschen so unsere kleinen Prinzessinnen und sie ist halt noch skeptischer, während die Mama schon sie ja auch einmal gut anfassen lässt, auch einmal in den Beutel schaut. Also mittlerweile ist die Zitze ja schon relativ gut zu sehen, weil die schon so rausgezogen wurde aus dem Beutel. Also wenn man der Bunchi auf den Bauch schaut, sieht man genau, wo die Kleine immer andockt. Wie gesagt, haben sie super entwickelt, verstehen sich auch immer noch gut. Manchmal gibt es halt so diese typischen Mutter-Tochter-Streitigkeiten, dass die Kleine halt so aufdringlich wird und die Mutter sie dann in die Schranken weist. Mit dem Nachwuchs ist natürlich, also erstens freuen wir uns besonders, dass es ein Weibchen ist und ist natürlich auch ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz, wenn man so bedrohte Tierarten im Zoo nachzüchtet. Ja, für die bedrohten Tierarten und natürlich auch für die Koalas gibt es eben ein Erhaltungszuchtprogramm, also in dem Fall auch ein europäisch geführtes, und der Zuchtbuchkoordinator oder Koordinatorin macht halt dann sozusagen Heiratsmarkt für Zootiere, das heißt, wenn dann halt Jungtiere wieder neu zusammengestellt werden, schaut man natürlich, dass das keine verwandten Tiere sind, um so halt auch wirklich einen Beitrag zur Arterhaltung zu leisten. Ja, Koalas sind relativ empfindlich zum Halten, also erstens aufgrund ihrer sehr exklusiven Nahrung, die fressen ja wirklich ausschließlich Eukalyptus und auch von der Hygiene her, also wir haben sehr hohe Hygienestandards auch bei den Koalas, eine spezielle Belüftung und wirklich auch immer muss man sehr auf Sauberkeit achten, dass die keine Parasiten, keine Keime erwischen und auch beim Eukalyptus, wie gesagt, da haben wir eine sehr große Auswahl, weil die Tiere halt wirklich sehr, sehr viel Abwechslung auch schätzen.
das war's auch schon mit dem Video und vergesst jetzt nicht zu abonnieren.